Darf deine Katze das essen? Der einfache Küchentest für Katzenhalter. Ein Löffel Joghurt. Ein Stück Lachs. Ein Rest Brühe vom Mittagessen. Für uns sieht das harmlos aus. Für eine Katze kann zwischen kleiner Snack und echtem Gesundheitsrisiko aber nur eine einzige Zutat liegen. Das Problem ist nicht, dass Katzen gar nichts aus unserer Küche fressen dürfen. Das Problem ist, dass viele Halter nach der falschen Frage entscheiden. Ist dieses Lebensmittel für Menschen gesund? Bei Katzen zählt jedoch etwas völlig anderes. Am Ende dieses Videos kennst du deshalb keine endlose Verbotsliste, sondern einen einfachen Küchentest. Mit ihm kannst du in wenigen Sekunden einschätzen, ob etwas als kleine Belohnung in Frage kommt, unnötig ist oder überhaupt nicht in den Napf gehört. Und wir beginnen mit der Schale, bei der die meisten Fehler passieren. Stell dir 3 Schalen vor. Die grüne Schale steht für Lebensmittel, die eine gesunde Katze gelegentlich in sehr kleinen Mengen probieren darf. In die gelbe Schale kommen Dinge, die im Internet oft als gesund verkauft werden, einer Katze aber kaum einen echten Vorteil bringen oder schnell Beschwerden auslösen können. Und die rote Schale ist tabu. Beginnen wir mit Grün. Das sicherste aus der Menschenküche ist meistens kein exotisches Superfood, sondern schlichtes, vollständig gegartes Fleisch. Ein kleines Stück Hähnchen oder Pute kann eine gute Belohnung sein, wenn es keine Haut, keine Knochen, keine Marinade und keine Gewürze enthält. Schneide es so klein, dass deine Katze es problemlos kauen und schlucken kann. Wichtig ist dabei das Wort Belohnung. Auch wenn deine Katze begeistert vor dir sitzt, wird aus Hähnchen allein kein ausgewogenes Katzenfutter. Es fehlen auf Dauer wichtige Nährstoffe im richtigen Verhältnis. Ähnlich ist es mit Ei. Ein kleines Stück hart gekochtes Ei oder ungewürztes Rührei ist für viele Katzen in Ordnung. Ein ganzes Ei wäre jedoch bereits eine sehr große Portion. Butter, Milch, Salz und Gewürze gehören nicht hinein. Auch vollständig gegarter und grätenfreier Fisch darf gelegentlich in die grüne Schale. Ein kleines Stück Lachs oder eine kleine Menge Sardine in Wasser kann als Leckerbissen funktionieren. Aber genau hier lauert der erste Denkfehler. Nur weil etwas wertvolle Nährstoffe enthält, muss deine Katze es nicht täglich bekommen. Fisch ist keine Wundertherapie für Fell, Gelenke oder Gehirn. Und Thunfisch aus der Dose ist kein vollständiger Ersatz für ein ausgewogenes Katzenfutter. Jetzt kommt ein Lebensmittel, das häufig als Hausmittel empfohlen wird: reiner Kürbis. Eine sehr kleine Menge ungewürztes Kürbispüree wird von manchen Katzen gut vertragen. Doch Kürbis ist kein Mittel, mit dem du anhaltenden Durchfall oder Verstopfung auf eigene Faust behandeln solltest. Wenn deine Katze wiederholt erbricht, nicht frisst, Schmerzen zeigt oder keinen Kot absetzen kann, braucht sie keine Küchenidee, sondern eine tierärztliche Untersuchung. Damit ist die grüne Schale gefüllt. Schlicht, vollständig gegart, ungewürzt und wirklich nur in kleinen Mengen. Doch die gelbe Schale ist viel tückischer. Denn hier landen Lebensmittel, die gesund klingen und genau deshalb zu oft gegeben werden. Dazu gehören Joghurt und Kefir. Ja, fermentierte Milchprodukte enthalten weniger Milchzucker als normale Milch. Das bedeutet aber nicht, dass jede Katze sie verträgt oder täglich davon profitieren würde. Viele erwachsene Katzen reagieren auf Milchprodukte mit Blähungen, Bauchschmerzen oder Durchfall. Ein Löffel Joghurt ist keine zuverlässige Darmkur. Und er ersetzt kein geeignetes Präparat, wenn tatsächlich ein medizinisches Problem vorliegt. Auch Blaubeeren, Banane, Gurke oder Zucchini sind keine notwendigen Bestandteile einer Katzenernährung. Ein winziges Stück ist für eine gesunde Katze meist kein Drama, sofern es ungewürzt ist. Doch Katzen brauchen kein Obstbuffet. Besonders süßes Obst liefert zusätzliche Kalorien, ohne dass deine Katze daraus einen besonderen Nutzen ziehen muss. Ungiftig und sinnvoll sind 2 verschiedene Dinge. Dasselbe gilt für selbstgemachte Brühe. Eine reine, ungewürzte Flüssigkeit kann das Futter für manche Katzen interessanter machen. Doch Brühe vom menschlichen Essen enthält häufig Salz, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch oder Gewürzmischungen. Und hier kippt die gelbe Schale plötzlich in Rot. Bevor wir zu den wirklich gefährlichen Dingen kommen, merk dir diese Zwischenregel. Je mehr Zutaten ein Lebensmittel hat, desto schlechter kannst du das Risiko einschätzen. Ein kleines Stück schlichtes, gegartes Fleisch ist leicht zu beurteilen. Eine Sauce, Wurst, Suppe oder Marinade enthält dagegen häufig Stoffe, die du weder siehst noch sofort schmeckst. Jetzt zur roten Schale. Zwiebeln, Knoblauch, Lauch und Schnittlauch gehören nicht in Katzenfutter.
Dabei spielt es keine Rolle, ob sie roh, gekocht, getrocknet oder als Pulver verarbeitet wurden. Gerade Pulver ist tückisch. Es steckt in vielen Brühen, Saucen, Gewürzmischungen, Wurstwaren und Fertiggerichten. Auch Schokolade, Kakao, Kaffee und koffeinhaltige Getränke müssen außer Reichweite bleiben. Ebenso Alkohol und Speisen, die Alkohol enthalten. Hier gilt nicht: eine kleine Menge wird schon gehen. Hat deine Katze davon aufgenommen, solltest du nicht erst abwarten, ob Symptome auftreten. Sichere die Verpackung, notiere ungefähr die Menge und den Zeitpunkt und rufe sofort eine Tierarztpraxis oder einen tierärztlichen Notdienst an. Zur roten Schale gehören auch rohe tierische Lebensmittel als spontaner Küchensnack. Rohes Fleisch, roher Fisch und rohe Eier können Krankheitserreger enthalten. Knochen können splittern, Verletzungen verursachen oder im Verdauungstrakt stecken bleiben. Natürlich bedeutet nicht automatisch sicher. Und dann gibt es noch einen Fehler, der besonders gut gemeint ist: Gewürze oder Nahrungsergänzungen gegen gesundheitliche Beschwerden. Kurkuma gegen Gelenkschmerzen, schwarzer Pfeffer für eine angeblich bessere Aufnahme oder irgendwelche menschlichen Pulver für Fell und Verdauung sind keine harmlose Selbstbehandlung. Wenn deine Katze weniger springt, sich anders bewegt, Gewicht verliert, auffällig viel trinkt oder ihr Fell plötzlich verändert aussieht, sollte zuerst die Ursache geklärt werden. Ein Lebensmittel kann Symptome überdecken, den Magen belasten oder eine sinnvolle Behandlung verzögern. Jetzt kommt der versprochene Küchentest. Bevor du deiner Katze etwas von deinem Essen gibst, stell dir 5 Fragen. Ist es vollständig gegart? Ist es wirklich ungewürzt? Besteht es aus nur einer klar erkennbaren Zutat? Ist die Menge kleiner als ein normaler Katzenleckerbissen? Und ist deine Katze gesund oder bekommt sie wegen einer Erkrankung ein spezielles Futter? Sobald du eine dieser Fragen nicht sicher beantworten kannst, bleibt das Essen außerhalb des Napfes. Und noch eine Zahl solltest du kennen: alle Leckerbissen zusammen dürfen nur einen kleinen Teil der täglichen Energie liefern. Als einfache Orientierung gelten höchstens ungefähr 10%. Denn das größte Risiko sicherer Snacks ist oft nicht die einzelne Zutat. Es ist die Menge. Ein bisschen Ei hier, ein Stück Fisch dort und abends noch etwas Hähnchen können zusammen schnell zu viel werden. Dann nimmt die Katze zu oder frisst weniger von dem Futter, das sie tatsächlich vollständig versorgt. Der beste Küchensnack ist deshalb nicht das exotischste Superfood. Er ist klein, schlicht, selten und sicher. Und manchmal ist die beste Belohnung sogar ein Teil der normalen Tagesration deiner Katze. So musst du dir keine 14 angeblichen Wundermittel merken. Du brauchst nur 3 Schalen. Grün bedeutet gelegentlich und winzig. Gelb bedeutet unnötig oder nur schwer einzuschätzen. Rot bedeutet wegstellen und im Ernstfall sofort handeln. Welches Lebensmittel versucht deine Katze dir in der Küche am hartnäckigsten abzuschwatzen? Schreib es in die Kommentare. Dann schauen wir uns in einem der nächsten Videos genau an, was daran wirklich harmlos ist und was nur so aussieht.